Ja, liebe Freunde, Rita und ich sind gerade ein bisschen beim Legosteine sortieren und nebenbei blättern wir den neuen Katalog durch und uns ist was aufgefallen. Und zwar, weißt du schon, was es überhaupt Neues gibt? Wir haben seit ein Ja, paar Tagen natürlich. 2000 Abonnenten auf YouTube und das freut uns natürlich wahnsinnig und da Ja. wollten wir uns in aller Form bei euch bedanken. Also es ist wirklich total super. Wir haben uns niemals gedacht, wie wir mit unserem kleinen Kanal und den ersten paar Videos gestartet sind, dass das so schnell gehen wird, dass Oh wir ja. dann 2000 regelmäßige Zuschauer und wahrscheinlich schon mehr auf unserem Kanal haben. Und deswegen haben uns wir gedacht, ja, wir schnappen uns mal kurz die Kamera, ein Tässchen Kaffee steht hier am Boden und wir plaudern ein bisschen mit euch. Es steht heute einiges am Programm, würde ich sagen. Ich glaube auch. Wir haben uns ein paar Sachen für euch einfallen lassen, denn 2000 Abonnenten kann man ja nicht einfach so Das vorbeiziehen gibt's lassen. nur einmal, außer ihr deabonniert uns jetzt alle wieder und in ein paar Tagen Und dann abonniert wieder. ihr uns wieder, Okay. dann müssen wir nochmal ein 2000 Abonnenten Video machen, aber lieber Super nicht. Idee. Auf jeden Fall, ja, wir freuen uns wirklich total. Mhm. Es ist auch so, dass ja 2000 ja, wie soll ich sagen, eigentlich nur eine Zahl ist. Aber was wir euch sagen wollen, ist, dass es uns wirklich wahnsinnig freut, dass ihr auch alle immer so Oh ja. aktiv dabei seid. Es hat Sehr sich da aktiv. wirklich eine Ja. tolle Community um unser gesamtes Lego-Stadt-Projekt. Entschuldigung, da sieht man Ritas Kleider im Kasten drin. Hoffentlich nichts anderes. Nein, was ich sagen wollte ist, wir kennen Kanäle, die weit mehr Abonnenten haben, wo zum Teil nicht viel los ist. Das Und bei stimmt. uns sind wir können uns teilweise kaum vor Kommentaren retten. Also wir bekommen Zuschriften auf YouTube, auf Facebook, auf Ja. Twitter, auf Und Instagram. so nette Nachrichten und Und auch wirklich oft sehr lange Nachrichten. Wir freuen uns wahnsinnig darüber. es, Das Einzige ist, bitte verzeiht, wenn wir manchmal etwas länger brauchen schon mit den Antworten, aber es ist einfach viel zu tun. Aber wir freuen uns über jeden einzelnen Kommentar und wir beantworten auch wirklich jeden einzelnen Kommentar sehr, sehr, sehr gerne, weil wir freuen uns so. viele von euch schicken uns da total coole Ideen und inspirieren uns auch. Ich glaube auch, wir können davon ausgehen, dass unsere Stadt ohne euch bei weitem nicht so cool geworden wäre bis jetzt, denn da sind wirklich so viele tolle Vorschläge gekommen und Oh manche ja. von euch sind da so tief in der Materie drin, denen fallen Sachen auf, die wir oder die ich zum Beispiel zum Teil gar nicht gesehen hätte auf den Videos und da habt ihr wieder Ideen, das Oh könnt ihr ja. so machen und das könnt ihr so machen. Also da ist wirklich sehr viel Einsatz und Engagement auch von eurer Seite mit von der Partie und das freut uns einfach wahnsinnig und das motiviert uns auch eigentlich immer wieder die Kamera einzuschalten, wenn es was Neues zu berichten gibt. Wir versuchen immer regelmäßig Updates zu bringen zur Stadt, zu den anderen Projekten, die wir momentan so am Laufen haben und ja, also ich sag's euch, wie es ist, ich bin immer nervös wie ein kleines Kind vorm Weihnachtsbaum, wenn am Abend oder in der Früh, je nachdem welcher Tag ist, ein Video online gekommen ist und ich dann mal ein, zwei Oh ja. Stunden später reinschaue, was wieder für Kommentare gekommen sind. Wir haben total viele, die, ja, kennen wir jetzt schon fast persönlich, Stimmt. also die kommentieren wirklich jedes Video und haben immer wieder tolle Ideen. Wir haben auch immer wieder neue Leute, die bei uns reinschauen und das freut uns einfach wahnsinnig. Also das ist so nett. Wir bekommen Anfragen auch auf Instagram, ziemlich viele. Da ist Rita die Chefin, da kenne ich mich nicht so gut aus, aber sie macht das auch ganz gut und ja, so soll es sein. Also wir freuen uns und hoffen, dass es noch lange so weitergeht, auch wenn wir uns das eigentlich nie erträumt hätten, Allerdings, ja. dass Aber wir so schnell auf diese Zahl kommen. das stimmt. Aber 2020 hat sich ja jeder anders vorgestellt. Von dem her ist auch das anders gekommen. Und das ist mal wenigstens ein positiver Aspekt von 2020. Es kommt nicht so, wie es eigentlich geplant war. Wenn Nichts. ihr uns am Jahresanfang gefragt hättet, was wir Oh ja. so in den Sommermonaten tun, ob wir dann schon sagen können, wir sind professionelle YouTuber, hätten wir euch sicher nicht geglaubt. Aber so kommt das. So ist das eben. Genau. Ja. Was haben wir noch so vor? Es gibt noch ein, zwei Kleinigkeiten zu besprechen. Da darf ich an meine bezaubernde Co-Moderatorin Rita abgeben, denn die Oh. weiß da vielleicht ein bisschen mehr.
Naja, als allererstes mal kurze Info, wo wir eigentlich heute sitzen. Wieder passend zu den vielen Kommentaren. Denn manche von euch fragen sich, wo wir die ganzen Einzelteile verstauen. Und das ist eins von 2 Arsenalen, eigentlich das größere, mit unseren Einzelteilen, die wir mühsamst sortiert haben. Ihr erinnert euch sicher an dieses Konvolut, was wir mal gekauft haben und schon erzählt haben des Öfteren. Und das ist eben dabei rausgekommen. Also diese Kästen hier und auch diese, wie nennt man das? Das sind so Koffer? Werkzeug, Kleinteile, Magazine Genau. oder was auch immer. Genau. Die zeigen wir euch natürlich auch gerne mal, wenn ihr Lust habt. Wir wissen gar nicht, wie viele Steine wir da so auf der Seite haben, aber man kann schon das ein oder andere Set bauen. Ja. Und wir haben auch für unsere größeren Projekte wie das Einkaufszentrum hiervon sehr viele Teile verwenden können. Das ist ganz klar. Ja. Und mittlerweile weiß ich auch, wo was drinnen ist. Also das glaubt man gar nicht, aber mit der Zeit funktioniert das auch und man weiß dann auch wirklich, wo welches Teil zu finden ist. Sehr, sehr praktisch. So soll das sein. Dann haben wir noch eine Ankündigung für euch. Und zwar eine Geschichte, die jetzt schon fast verjährt ist, aber wir haben sie nicht vergessen. Und zwar haben wir euch in einem der etwas früheren Stadtupdates mal gefragt, ob ihr Vorschläge für einen Stadtnamen für unsere mittlerweile doch schon ganz stattlich gewachsene Metropole habt. Und ja, das war auch ein wirklich beispielloses Ereignis. So viele Kommentare. Wir haben so viele Kommentare bekommen, uns haben Leute geschrieben, wieder mal auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, auf YouTube kommentiert und so weiter. Nämlich nicht nur die Namen, sondern oftmals auch, was sie sich dabei gedacht haben oder wie der Name zustande gekommen ist und so weiter und so fort. Und das war echt interessant. Also echt cool. Und es kommen noch immer Vorschläge und wir sind, da wir den Stadtnamen ja bis dato noch nicht verkündet haben, waren wir bis jetzt noch immer dabei, immer wieder die neuen Vorschläge aufzunehmen. Und ja, ihr habt es uns nicht leicht gemacht. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Ja, also wir haben sogar schon mal kurz überlegt, ob wir die Stadt nicht einfach Lego City nennen oder irgend sowas, weil es waren so viele Vorschläge dabei, dann haben wir diskutiert, dann haben wir darüber gesprochen. Es war wirklich nicht leicht für uns, aber wir sind dann mal systematisch vorgegangen und haben geschaut, welche Vorschläge kommen denn häufiger vor. Genau, was auch viel Arbeit war. Was auch nicht wenig Arbeit war, genau. Es haben sich dann ein paar Favoriten abgezeichnet, die auch uns sehr gut gefallen haben. Ja. Und wir haben uns jetzt geeinigt, wie die Stadt heißen wird. Und es ist Wild City. Das ist der Name von unserer Stadt, ganz genau. Unser Kanal heißt Bricks Go Wild. Es ist unser Motto, dass alles mal so aussehen sollte, wie wenn die Legosteine zum Leben erweckt worden wären. Also sie sind wild geworden sozusagen. Was passt da besser als der Name Wild City? Also das hat uns wirklich sehr gut gefallen. Der Vorschlag ist auch sehr oft gekommen. Also ich glaube, den habe ich sicher an die 10 Mal insgesamt gelesen. Und ja, bitte nicht traurig sein, wenn euer Vorschlag nicht gekommen ist. Wir haben selbst gar nicht damit gerechnet, wie viele coole Namen es eigentlich für unsere Stadt geben würde. Aber sonst einfach auch eine kleine Stadt bauen. Genau, ja. Und vielleicht ist es in gewissen Kulturkreisen, zum Beispiel in Osteuropa und so, ich kenne mich da nicht so gut, ich bin kein Historiker, aber manche Nationen benennen ja ihre Städte auch immer wieder mal um. Hast du das schon gehört? Vielleicht machen wir das mal, keine Ahnung, vielleicht zum 2 Millionen Abo-Special-Video. Dann werden wir uns einen neuen Namen von euch geben lassen. Ja, also die Stadt heißt Wild City. Wir haben es den Stadtbewohnern noch gar nicht gesagt, da wir momentan ja in unserer Werkstatt sind und nicht bei der Stadt, aber bitte verratet es nicht. Es wird soweit sein und ganz generell, wir haben in der nächsten Zeit relativ viel vor. Also wir denken jetzt im Moment nicht ans Aufhören. Nicht unbedingt, nein. Als erstes wollen wir mal so als Anhang an das 2000 Abonnements Spezial ein FAQ-Video machen. Das wird schon längere Zeit von euch gewünscht.
Und das ist auch hoffentlich ganz in unserem Sinn. Also wir wissen ja noch nicht, welche Fragen ihr uns stellen werdet, aber es werden sicher nette sein und die können wir dann beantworten und können drüber sprechen. Ganz wichtig, wir werden genau zu diesem Thema nochmal einen ganz kurzen Aufruf starten in einem anderen Video, denn sonst wird es schwierig, wenn überall verteilt die Fragen sind. Also das ist ein bisschen überfordernd. Deswegen schon mal eine Frage notieren, wenn ihr eine habt, und dann kommt eigentlich das Video, glaube ich, recht bald. Es ist wirklich dann nur so ein kurzes, wo es einfach darum geht, dass ihr genau unter dieses Video dann die Fragen postet. Einfach, wie gesagt, dass wir das gesammelt haben. Und dann werden wir uns diesen Fragen stellen. Genau, also Rita hat sich da schon wirklich viele Gedanken gemacht. Notiert euch die Frage schon mal vorab mit einem Bleistift und es wird dann in der nächsten Zeit mal ein kurzes Video kommen, wo wir nur sagen, hier bitte eure Fragen drunter. Oder mit einem Glitzerstift kann man es ja auch notieren. Von mir aus, ja. Habt ihr übrigens Ritas tollen Schmuck schon gesehen? Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Es sind Blumen im Gesicht. Ja, sowas. Ja. Ich wollte auch welche. Rita hat gesagt, das passt nicht. Das ist genug, wenn ich ein Dots-Armband trage. Also da werden wir auf jeden Fall nochmal ein Video dazu posten und ja, das ist dann für uns einfach ein bisschen leichter, das alles zu sortieren, sonst sind wir Tage und Nächte. Wir sind so schon sehr viel Zeit damit beschäftigt, alle Nachrichten zu filtern, die Kommentare zu beantworten und das machen wir auch wirklich gerne. Wir nehmen uns da auch sehr gerne Zeit dafür, das ist kein Problem. Aber wie gesagt, zum FAQ-Video kommt dann nochmal ein separates Video und dann werden wir uns das anschauen. Zum Thema Livestreams, was auch sehr oft in unseren Nachrichten fällt. Generell möchten wir unbedingt auch Livestreams machen. Derzeit haben wir aber einfach keine Zeit dafür. Was super schade ist, denn wir wissen, dass wir eine super Community haben, bei der auch Livestreams extrem viel Spaß machen würden. Wir waren ja sogar schon ein paar Mal zu Gast bei Livestreams und das war immer total lustig. Und wir möchten ja auch eben diese Livestreams eher gegen Abend machen, damit auch viele Leute gleich dabei sein können, denn frühmorgens macht das wahrscheinlich eher wenig Sinn. Und da wir aber eben abends in der Arbeit sind, ist es ein bisschen schwierig, dass wir das dann alles hinbekommen. Und an den Wochenenden sind wir auch extrem beschäftigt, denn ich glaube, ihr habt es schon mal mitbekommen, wir heiraten ja. Und ob ihr es glaubt oder nicht, auch das braucht Vorbereitung. Ja, also momentan ist das ein bisschen schwierig mit der Zeit, aber wir geben uns Mühe. Wir haben auf jeden Fall ein paar coole Ideen auch für Livestreams. Uns würde es sehr freuen, euch mal mehr oder weniger von Angesicht zu sehen. Wir haben schon bei einem Video mal eine Premiere organisiert. Das hat super toll funktioniert. Cool. Da waren so viele Leute anwesend, dass wir hatten eigentlich Angst, dass niemand kommen würde. Ja. Ich bin dann schon mit einem zweiten YouTube-Account online gewesen, mit Ritas Privataccount, weil ich mir gedacht habe, falls gar niemand zusieht und gar keine Fragen in die Kommentare gepostet werden, dass wenigstens ich als hättest du dann mit dir selbst gesprochen? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das gewesen wäre. Auf jeden Fall waren dann zu gewissen Zeitpunkten bei der Premiere über 100 Leute anwesend und es war total lustig und es war total informativ und es hat uns so gefreut. Also ja, wir waren da wirklich total berührt, das muss man auch ganz offen und ehrlich sagen. Und deswegen möchten wir auch gerne Livestreams machen. Wir haben dazu einige Ideen. Wir haben in der Lego-Community tolle Freunde kennengelernt, mit denen wir auch zusammen sehr gerne wieder mal was machen würden. Oh ja. Also da gibt's natürlich auch immer wieder die Möglichkeit. Wie gesagt, im Moment ist der Zeitfaktor einfach bei uns ein bisschen problematisch, aber es wird sicher mal besser werden und dann gibt's auch von oder mit uns sicher mal den ein oder anderen Livestream. Da werden wir euch aber dann bei Zeiten noch informieren. Auf jeden Fall. Und Videos kommen ja sowieso. Genau, Videos kommen einige. Wir haben auch noch einiges in der Pipeline. Also ihr seht allein schon hier drüben Harry Potter Es sind noch einige Sets, die noch gar nicht zusammengebaut sind, die wir jetzt mal gekauft haben. Es ist, zum Glück seht ihr nicht die andere Seite dieses Zimmers, denn es ist alles vollgestellt mit Lego. Überall sind irgendwelche solche Säckchen mit schon zum Teil vorbereiteten Teilen. Wir haben
sogar ganze Kisten, die schon vorbereitet sind. Das ist zum Beispiel für die Erweiterung vom Löwenstein Castle. Da haben wir jetzt schon ungefähr, ich glaube, 95% der Steine zusammen. Da fehlen uns nur mehr ein paar, die wir noch bei Bricklink bestellen müssen. Ja, also es ist hier alles voll. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Wir haben viel zu tun in der nächsten Zeit und natürlich auch in Bezug auf unsere Stadt. Wir haben jetzt gerade erst wieder 2 riesengroße Bestellungen bei Bricklink abgesetzt und die zum Glück auch bekommen. Jetzt in der, zu allerletzt, da waren in einer Bestellung fast 12.000 blaue Fliesenteile drinnen für unseren Meeresabschnitt, da wir ja dort jetzt auch erweitern. Die Platten sind schon zugeschnitten, wie ihr gesehen habt, und die Klappböcke sind auch schon gekommen. Und ja, sonst auch noch, es wird hinten beim Winterdorf jetzt dann noch ausgebaut. Ritas Vergnügungspark wird die ein oder andere Veränderung zum Guten natürlich mitmachen. Zum Guten. Und ja, es kommt natürlich jetzt erst mit der Zeit so der ganze Steinewahn auf uns zu, noch mehr als zuvor. Wir bestellen da fleißig und haben viele Sets. Wie gesagt, der neue Katalog wird auch das ein oder andere interessante Set für uns parat haben, was wir noch kaufen werden. Also uns wird auf jeden Fall nicht langweilig und wir hoffen, ihr habt auch Spaß damit. Und ja, wir gehen einfach mal davon aus, weil sonst hättet ihr den Kanal nicht abonniert. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal für eure Treue. Und dass ihr immer so brav einschaltet und dass ihr immer so brav kommentiert und auch wirklich so tolle Kommentare schreibt. Ja, und uns einfach eine Freude bereitet. Also das ist genau das, warum wir mehr oder weniger gesagt haben, okay, wir lassen euch an unserem Projekt teilnehmen. Da nicht nur ihr was davon habt, dass ihr da zuschauen könnt, sondern auch wir, da wir sehr viel Input bekommen von euch, sehr viele Ideen, sehr viel Inspiration auch und einfach dieses positive Gefühl, dass wir für euch auch in gewisser Hinsicht einen schönen Tag bereiten, wenn ihr uns anschauen dürft und das Video seht. Und so soll das sein. Und wir hoffen, dass das noch lange so weitergeht. Von uns aus gerne. Die Energie geht uns so schnell nicht aus. Ich glaube auch. Im Moment kommen 3 Videos pro Woche, Mittwoch, Samstag und Sonntag. Das wird sich jetzt in der nächsten Zeit auf jeden Fall so beibehalten lassen. Dann werden wir auch schauen, dass wir wieder einige Stadtupdates bringen. Wir haben jetzt lange Zeit auf die Bestellungen gewartet und eben auf die Erweiterungen der Platten. Die sind jetzt da können wir jetzt wieder viel weiter bauen. Und ja, also da bleibt uns eigentlich gar nichts mehr anderes zu sagen als Danke. Feiert noch ein bisschen. Ich denke mir, so ein kleines Gläschen kann man sich schon gönnen. Wir werden jetzt auch noch mal die Tasse Kaffee, Rita trinkt heute Saft, geben. Und ja, also ich weiß auf jeden Fall schon, was ich heute noch tue, denn es stehen noch ein paar Schachteln herum. Wir werden vielleicht noch den ein oder anderen Legostein in die Hand nehmen. Ich glaube auch. Züge können wir leider hier keine fahren lassen, da wir hier in unserer Wohnung keine Eisenbahn aufgebaut haben, aber bald sind wir wieder bei der Lego-Stadt und dann geht's wieder los. Dann geht's rund. Wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Nochmal vielen herzlichen Dank für diesen großen Schritt, 2000 Abonnenten. Das ist nicht so leicht zu erreichen, wie man das eigentlich meint oder so schnell auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns bald wieder. Auf jeden Fall. Wie gesagt, feiert noch schön, baut was Schönes und bis bald. Tschüss.